Jo Leute, mein Name ist Ben Henry und heute werden wir diesen populären Song in einer Stunde nachproduzieren. Spezieller Dank geht auch raus an unseren Sponsor, der auch einen Saxophon-Part in diesem Song hat, also Hen, Grüße gehen raus. Sag mal, sind Sie Sponsor? Nee. Also lasst uns einfach anfangen. Ich habe hinter uns einen Timer platziert, damit ich euch glaubwürdig nachweisen kann, dass das Video nicht gefaked ist. Wer sagt sowas? Wir starten also den Timer und sehen uns in Logic. Wir sind hier, starten direkt rein in Logic Pro. Als erstes werden wir einen Drumbeat starten. Wir fangen direkt an mit einer Kick. Die klingt gut, dann nehmen wir direkt die Kick hier rein und dann machen wir weiter mit einer Snare. Den Drumbeat werden wir dann noch verfeinern. Ich mache erstmal einen ganz simplen Drumbeat. Okay, Cross-Stick ist ganz stark, den nehmen wir auf jeden Fall hier auch mit rein. Und da brauche ich irgendwas, was ein bisschen wärmer ist. Und dann brauchen wir noch Hi-Hat. Auf jeden Fall irgendwas Geschlossenes. Das war nichts Geschlossenes. Sehr gut, da haben wir hier schon mal unseren Basic Beat Layout und können dann auch schon direkt anfangen, einen Drumbeat reinzulegen. Wie gesagt, ganz basic. Die Kick auf die 1, mal, zack, 3, 4 und dann die Snare erstmal auf die 3. Das gibt so einen Vintage-Sound. Dumm, dumm, dumm. Sowas in der Art möchte ich auf jeden Fall gerade generieren. Genau, das ist wie gesagt erstmal das Basic-Modul, mit dem wir anfangen. Und dann können wir auch schon direkt weitermachen mit der Gitarre. Preset. Und wir fangen direkt an mit den Verse. Das Intro heben wir uns auf für nachher, weil das muss ein bisschen besonders werden. Ich hoffe, ich kann jetzt direkt im Takt bleiben. Okay, das hat auf jeden Fall schon mal gepasst. Wir machen gleich weiter mit dem Verse. Mit dem Chorus. Der Chorus. Pre-Chorus ist das eigentlich. Hier alles live auf, weil ihr wisst, Samples sind für Noobs. Action. Das sollte auch schon reichen. Wir sind auf jeden Fall übelst gut in der Zeit. Wir haben noch 50 Minuten. Also ich denke, wir schaffen das easy. Okay, back in Logic. Wir machen jetzt die Drum ein bisschen besser, als sie vorher war. Genau, weil jetzt klingt die gerade noch so. Hi-Hats. So standardmäßig auf die Achtelnoten. Mehr so ein bisschen swingy machen. Weißt du, wie ich meine? So ein bisschen swingy, damit man so... Okay, damit haben wir erstmal jetzt, wie gesagt, alles im Takt. Ich finde, jetzt ist auch der Zeitraum gekommen, wo wir die Drums ein bisschen verfeinern können. MIDI-Region. Genau. Ich weiß immer noch nicht so genau, wo ich den Cross-Stick unterbringen soll, aber ich glaube, das reicht auf jeden Fall schon mal als Alignment aus. Viel zu geil. Was wir auf jeden Fall jetzt noch machen müssen, ist das Arrangement verändern, so wie wir das vorhin gemacht haben, dass wir eine fundamentale Basis haben. Wir haben noch so viel Zeit. Alter, noch 42 Minuten, Junge. Easy peasy. Machen wir direkt weiter mit dem Intro. Okay, das passt uns. Wir haben noch 39 Minuten. Weiter geht's mit Klavier. Ich würde ein Klavier reinbauen, weil das ist das Gegenteil von Gitarre oder so. Keine Ahnung, ich glaube eher nicht. Ich würde sagen, das reicht uns vollkommen aus. Wir müssen es halt noch ein bisschen alignen.
Sehr gut, jetzt haben wir erstmal das gelayt. Das ist auch eigentlich theoretisch von der Thematik her relativ im Takt. Wir machen weiter mit dem Bass. Ich will jetzt hier noch einen Fill hinmachen, der so ein bisschen, naja, die ganze Geschichte auffüllt. Und dann ist es auch schon nein. Ja, der Fill klingt auf jeden Fall ziemlich gut. Das ist schon in Ordnung, nur ein bisschen dünn. Okay, als nächstes machen wir hier ein Pad rein. Ein Pad macht das Ganze so ein bisschen smoother. Also wir haben dann so eine Fülle im Hintergrund. Ich suche so ein Pad, was so einen warmen Vibe einfach hat. Was ich dann mache, ist relativ smart. Wir kopieren einfach die Bassline nach oben und haben dann praktisch schon die Grundtöne ausgewählt. Okay Leute, wir machen jetzt direkt weiter mit dem Klavierpart. Der Klavierpart ist extrem wichtig. Folgt mir. Okay, 3, 2, 1, Action. Yeah, baby. Sehr gut. Okay Leute, was wir jetzt auf jeden Fall noch machen müssen in den letzten 18 Minuten, die wir gerade noch haben, das Chorus-Piano. Okay Leute, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind die Drums, weil die Drums waren ein bisschen ass, die wir produziert haben am Anfang. Die waren ja nur zur Referenz. Was auch immer das ist, auch viel zu schneller. Genau, das sieht schon ein bisschen besser aus. Hier in die Kick raus, komplett. Command C. Und V, ja, sehr gut. Genau, dann haben wir jetzt hier theoretisch das. Und wir haben noch eine Snare Edge. Da könnten wir theoretisch den Cross-Stick verwenden. Den Cross-Stick, meine Freunde. Okay. Meine Helfer, meine Signalbetreuten, wir haben es geschafft. Das Video war ein bisschen durchwachsen gewesen und jetzt zeige ich euch das Ende, das Ergebnis, das vollständige Ergebnis vom Ende. Not a silly little moment. There's not a storm before they come. It's a steep and dying rhythm. This love we've been working on can seem to hold you like I want to, so I can feel you in my arms. Nobody's gonna come and save you. We put too many falls along. You and you can see it too. You're going down, and you know that we'll do